Wir testen also heute den brandneuen Puma Future für unter anderem Luis Suarez, Marco Reus oder auch Neymar Jr. Der neue Future 1.2. Was sich am Schuh verändert hat und wie er allgemein performt, das gibt es jetzt im Video. Hier haben wir also den brandneuen Puma Future Set 1.2 und die Namensänderung lässt auch darauf schließen, dass sich im Schuh was verändert hat. Zur Erinnerung, das ist der Puma Future Set 1.1. Rein optisch ist es natürlich immer eine Geschmackssache. Mein Favorit ganz klar das Spectra Pack. Ihr könnt gerne schon mal Feedback da lassen. Aber weil es ein neuer Fußballschuh ist, würde ich sagen, schauen wir uns als erstes mal den ersten Eindruck an und vergleichen diese beiden Fußballschuhe on-feet. Schauen wir uns also beide Fußballschuhe mal on-feet an und optisch muss ich sagen, bin ich ganz klar beim Puma Future aus dem Spectra Pack. Eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da lassen. Auf den ersten Blick fällt eigentlich optisch, was die Passform schon mal angeht, nichts auf. Beide sitzen sehr gut am Fuß, beide haben hier auch das Kompressionsband und ich muss sagen, in der Passform ähneln sie sich sehr krass. Auch die Optik, natürlich hier wieder das Puma Logo vorne an beiden Seiten. Und auf der Innenseite der Puma Future Block. Wir finden hier auch an beiden nochmal die Info, was der Schuh drauf hat. Also rein optisch schwierig hier eigentlich einen Unterschied auszumachen. Optisch natürlich, aber ich muss sagen, meiner Meinung nach ganz klar das Spectra Pack krasser. Aber so an sich von der Optik noch nicht zu erkennen, warum es hier eine Namensänderung gibt. Was gleich geblieben ist, ist die Idee bzw. auch das Motto des Puma Future Set und damit auch direkt mal für welchen Spielertyp dieser Fußballschuh eigentlich geeignet ist. Denn laut Puma ist der Future Set perfekt für schnelle, agile und kreative Spieler, sprich genau solche Spieler wie Neymar. Denn dieser Fußballschuh soll nach den genauen Vorstellungen von Neymar entwickelt worden sein, sprich für alle, die ihr Spiel vorrangig durch schnelle Richtungswechsel und trickreiche Spielzüge definieren. Auch wenn wir uns die Produktfeatures des Puma Future Set 1.2 mal genauer anschauen, fallen auf jeden Fall einige Gemeinsamkeiten zum Set 1.1 auf. Natürlich weiterhin am Fußballschuh vorhanden ist das Fusion Fit Plus, das ist dieses Kompressionsband am Mittelfuß. Definitiv das Alleinstellungsmerkmal dieses Fußballschuhs, soll helfen, einfach nochmal agiler und besser Richtungswechsel zu unterstützen. Gleichzeitig auch sehr elastisch für die Passform. Auch die Sohle sieht sehr ähnlich bzw. ganz genau aus wie beim Vorgängermodell. Wir haben hier die asymmetrische Sohle mit dem Dynamic Motion System, einfach nochmal um dieses Fusion Fit Plus generell zu unterstützen, um dieses Feature besser zu tragen zu bekommen, denn auch die Sohle steht dafür, schnelle Richtungswechsel optimal umzusetzen. Und auch die Evo und die Pro Socke genau hier oben am Fußballschuh ist identisch. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, warum eine Namensänderung, wenn wir bisher keine optischen bzw. performance-technischen Veränderungen feststellen konnten. Ganz einfach, der Unterschied liegt hier im Vorderfuß. Wir kommen nämlich jetzt auf das Grip Control Pro zu sprechen. Zum Vergleich, ich lege hier mal den Puma Future Set 1.1 daneben und es fällt auf, dass die Gripstruktur sich im Vorderfuß verändert hat. Das Ganze ist jetzt ein bisschen umstrukturiert, kann man ganz gut sagen. Wir haben keine klaren Linien mehr, sondern eher so ein bisschen Verkantungen, um einfach nochmal den besseren Grip zu gewährleisten, um einfach bei der Ballannahme optimale Unterstützung zu erfahren. Ob das Ganze jetzt wirklich die Namensänderung gerechtfertigt, um zu zeigen, okay, wir haben hier einen neuen Fußballschuh, lasse ich mal dahingestellt. Eure Meinung gerne dazu mal in den Kommentaren dalassen. Who you kidding around? All that hating
and still can't bring me down. Matter of fact, look how I'm living now. Can't give you figures, it's a big amount. Spanish woman with me sipping Crown. I'm just here to have a look around. Get to work, I'm here to lift some pounds. I'm on another wave, a different sound. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit, was den Puma Future Set 1.2 angeht. Zuerst mal zur Namensänderung. Darüber lässt sich definitiv streiten, ob das Ganze nötig war, aufgrund dieser Gripstruktur hier im Vorderfuß. Ist aber auf jeden Fall kein Nachteil oder soll kein schlechtes Fazit hier mit sich bringen. Was die allgemeine Performance von diesem Fußballschuh angeht, kann ich tatsächlich sagen, dass ich den Puma Future in die Top 3 der besten Fußballschuhe 2021 einordnen würde, weil wir zum einen wirklich einen extrem guten Touch haben. Hier immer zu beachten, wir haben nicht den direktesten Touch, das Ganze ist eher gepolstert. Ich muss aber sagen, so beim Neumodell fühlt sich das Ganze noch ein bisschen dünner an, ein bisschen direkter, aber definitiv eher soft als direkt. Finde ich aber sehr, sehr cool, vor allem beim Tempo-Dribbling. Auch das Fusion Fit Plus finde ich ein extrem nützliches und sinnvolles Feature. Zum einen, weil man hier optimal unterstützt wird bei Richtungswechsel und das Ganze schön elastisch ist, um damit auch eine gute Passform zu gewährleisten. Man muss sagen, dass die Schnürung hier, wenn man leicht breite Füße hat, muss man die ganz weit ziehen, um wirklich in den Schuh reinzukommen. Da hatte ich am Anfang Bedenken, dass das hier zu eng ist, aber tatsächlich liegt es dann eher an der Schnürung und man kann sagen, der Puma Future Set ist von schmalen bis leicht breiten Füßen, vielleicht sogar breit, auf jeden Fall gut bespielbar. Der Komfort wie bei Puma allgemein extrem gut. Hier gibt es definitiv nichts zu meckern. Falls ihr den Puma Future Set schon mal gespielt habt, lasst euer Feedback gerne mal in den Kommentaren da. Sind wir ehrlich, auch die Optik natürlich bei diesem Fußballschuh wieder entscheidend und die ist sehr, sehr auffällig. Deshalb für euch natürlich wieder im klassischen Unboxing. Schauen wir uns also mal den neuen Puma Future Set 1.2 an. Und natürlich das Colorway extrem auffällig. Absolut Geschmackssache hier, dieses Blau. Bin mal gespannt, was ich von euch in den Kommentaren lesen darf. Generell hier in der Ferse, das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Die roten Details, auch der große Puma-Block wie immer an der Ferse, finde ich optisch sehr, sehr gut. Das Fusion Fit Plus solltet ihr auch kennen. Das Kompressionsband hier auch in Blau und Weiß. Und hier vorne mal wieder auch der große Puma-Block mit dem Logo. Wir haben hier auch nochmal diese Details, die wir von der Ferse schon kennen. Muss sagen, von der Außenseite nicht ganz so meins. Bin sehr gespannt, was ihr sagt. Gucken wir uns auch die Innenseite an. Hier natürlich wieder der große Future Block. Das hat Puma wirklich sehr, sehr gut gemacht beim Design. Ich finde diesen Future Block sehr, sehr geil. Und hier wieder die Produktdetails: Fusion Fit Plus, Evonit Pro und Grip Control Pro. Das soll es auch schon wieder zum Puma Future Set 1.2 gewesen sein. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben und lasst euer Feedback zum Schuh gerne in den Kommentaren da. Falls ihr euch den neuen Puma Future zulegen wollt, wisst ihr natürlich wie immer, den Link zum Sport 2000 Online-Shop ist unten verlinkt. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das Ganze ist kostenlos und so unterstützt unsere Arbeit enorm. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein und